Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, der Nobby. Ich liebe Kaiserschmarrn, aber ich habe auch gerne ein bisschen Abwechslung. Aus dem Grund habe ich mir einfach mal ein bisschen was einfallen lassen. Und da ich ja sowieso gerade auf Mangos stehe, ist die Mango ein Bestandteil von diesem sauleckeren süßen Rezept. Apropos Mango, wir schneiden erstmal dann die Mango auf und holen das Fruchtfleisch raus. Als weitere Vorbereitung geben wir Schokolade, Blockschokolade in einen Kochtopf und lassen sie dort schmelzen. Aber vorher zerkleinere ich noch die Schokolade. Damit die Schokolade nachher noch ein bisschen flüssiger wird, geben wir dann später noch Öl hinzu. Ja, wie ihr schon richtig bemerkt habt, das eigentliche Kaiserschmarrn bereiten wir noch nicht zu, sondern wir bereiten erstmal die anderen Zutaten vor, damit wir uns nachher ganz dem Kaiserschmarrn widmen können. Aber jetzt berühren wir erstmal die Mangos und geben Sahne in einen Rührbecher. Die Sahne schlagen wir natürlich steif. Dazu nehmen wir noch ein bisschen Hilfe dazu und Zucker. Die Sahne vermischen wir dann mit dem Mango-Püree. Also es gibt nachher so ein richtig cremiges Mango-Mousse. Es ist ja klar, dass wir dann die steife Sahne vorsichtig unterheben. Und wenn das Ganze schön verrührt ist, geben wir das in den Kühlschrank. Gut, die Schokolade ist auf dem Herd, die Creme ist fertig, jetzt geht's ran an den Kaiserschmarrn. Und auch für den brauchen wir ein bisschen Salz und dieses Salz vermischen wir mit dem Zucker. Auch können wir die 4 Eier schon mal trennen. Denn zuerst werden wir die Eigelbe schaumig schlagen und später aus dem Eiweiß Eischnee machen. Für die Eigelbe, da investieren wir einfach mal ein paar Minuten. Die benötigen wir einfach, damit die Eigelbe schön cremig werden. Auch dürfen wir nicht vergessen, die Schokolade einfach mal immer wieder umzurühren. Und gleich danach geben wir dann in die schaumig gerührten Eigelbe den Zucker mit dem Salz hinzu. Und schlagen weiter das Ganze schaumig auf. Gleich danach geben wir dann die Milch hinzu und weiter auch gleich das Mehl. Und wir rühren kräftig durch. Wir überprüfen natürlich immer wieder, ob die Konsistenz vom Teig richtig ist. Wenn nicht, geben wir dann einfach nochmal ein bisschen Milch oder etwas Mehl hinzu, je nachdem in welche Richtung es geht. Eine weitere Aufgabe haben wir auch noch offen und das ist das Eiweiß. Das müssen wir jetzt zu Eischnee schlagen. Das fertige Eischnee werden wir dann vorsichtig unterheben. Und parallel dazu haben wir auch schon mal den Herd angeschaltet, damit sich die Pfanne schon erhitzt. Und wie ihr seht, die Konsistenz ist jetzt genau richtig, also ab an der Herd. Aber bevor wir jetzt den Kaiserschmarrn herstellen, überprüfen wir jetzt nochmal die Schokolade, ob die auch flüssig genug ist. Mittlerweile habe ich auch schon ein bisschen Öl in die Schokolade hinzugegeben. Und die Temperatur sollte 60 Grad nicht übersteigen. Kommen wir zur Pfanne, wo wir den Kaiserschmarrn backen werden. Die haben wir jetzt auf mittlere Hitze eingestellt und schon können wir den ersten Kaiserschmarrn nach ein paar Minuten schon umdrehen, weil er schön braun wurde. Nach nicht mal einer Minute können wir dann den Kaiserschmarrnfladen zerteilen und heiß auf einen Teller geben. Auch habe ich die Mangocreme und die Schokolade mit angerichtet, weil die geben wir gleich danach mit auf den Teller. Da die Schokolade natürlich noch heiß ist, sprich so um die 60 Grad hat,
kann man die jetzt schön drauf träufeln lassen. Jetzt schaut euch mal den Kaiserschmarrn an, wie außergewöhnlich lecker der aussieht. Also probiert ihn mal aus. Gut, aber wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.